Hi Leute, heute geht es um ein ziemlich kontroverses Thema. Aber egal wie ihr dazu steht, hier erfahrt ihr alles, was ihr darüber wissen müsst. Wir fangen mal mit den positiven Punkten an, weil ich mag gute Neuigkeiten. Zuerst mal ein ziemlich offensichtlicher Punkt. Es bleibt einfach so viel mehr Zeit, um Sex zu haben, wenn man auch während der Tage Sex hat. Ich habe es mal ausgerechnet und wenn man von durchschnittlichen Periodenlängen und Dauern ausgeht, dann bedeutet das, dass man 21% mehr Zeit hat, um Sex zu haben. Das sind aufs Jahr gerechnet 63 Tage mehr, also mehr als 2 ganze Monate mehr. Das ist ganz schön viel Zeit. Als nächstes entlarve ich ein Gerücht, und zwar dieses. Weil man während der Periode ja nicht schwanger werden kann, was überhaupt nicht stimmt, nebenbei bemerkt, hat man während der Periode auch weniger Lust auf Sex, weil es nicht der Fortpflanzung dient. Go Darwin! Gute Theorie, leider falsch. Viele haben während der Menstruation nämlich sogar mehr Lust auf Sex. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Während der Periode ist nämlich der ganze Intimbereich besser durchblutet und Sex fühlt sich für viele sogar besser an. Jetzt stellt sich allerdings eine Frage. Wenn sich Sex für viele während der Periode besser anfühlt und viele während der Periode sogar mehr Lust auf Sex haben, wo ist denn dann der Haken? Also ich meine, warum gibt es eigentlich das Problem mit Sex während der Periode und warum mache ich eigentlich dieses Video? Viele haben während der Periode keine Lust auf Sex, weil sie leider Krämpfe haben. Das ist nicht bei allen so, nur um mal noch einen weiteren Mythos zu Grabe zu bringen, aber leider doch bei vielen. Und wenn man Krämpfe hat, dann ist Sex vielleicht eher so das Letzte, an das man denkt. Ich kann das zwar vollkommen nachvollziehen, aber man sollte Sex nicht einfach so vom Tisch nehmen. Weil Sex und im speziellen Orgasmen bei vielen krampflindernd wirken können. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es bei euch funktioniert, aber ich würde sagen, es ist ein Versuch wert. Auf zu meinem Lieblingsfakt. Sex kann die Periode nämlich verkürzen. What? Nee, ernsthaft, es ist so. Und zwar kann ich euch das auch wissenschaftlich erklären, um mal vom Wissenschaftsbashing ein bisschen Abstand zu nehmen. Und zwar hängt es wieder mit Orgasmen zusammen. Orgasmen sorgen ja dafür, dass sich die Muskulatur rhythmisch zusammenzieht und das kann einfach auch dafür sorgen, dass die Schleimhaut dann schneller ausgestoßen wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Blut weg ist. Die Periode ist dann stärker, aber kürzer. Ich finde, es ist ein guter Deal. Als nächstes ein Punkt für diejenigen unter euch, die gerne Gleitgel verwenden. Während der Periode könnt ihr dem vielleicht mal eine Auszeit gönnen. Periodenblut ist nämlich ein natürliches Gleitgel und billiger. Naja, ich verstehe es aber auch, wenn man das nicht so mag. Und im nächsten Video gebe ich euch ganz viele Tipps darüber, wie man Sex während der Tage auch ohne rotes Gleitgel haben kann. Als nächstes noch ein Punkt aus meiner Erfahrung mit meinen Freunden, der in keinster Weise irgendwie wissenschaftsbasiert ist oder so, aber mir zumindest so aufgefallen ist. Ihr könnt mir gerne Bescheid sagen, ob das bei euch auch so war. Und zwar ist Sex während der Tage eigentlich eher ein Problem für die Frauen und weniger für die Männer. Also, wenn ihr denkt, ja, mein Partner würde das eh nie machen wollen, dann fragt doch einfach mal nach. Vielleicht seht ihr das ja ganz falsch an. Dann noch zu den schlechten Neuigkeiten, weil die leider nicht weggehen, bloß weil ich länger über die guten rede. Aber hey, vielleicht klappt es ja nächstes Mal. Am wichtigsten ist natürlich bei Sex während der Tage, wie bei allem, was Sex betrifft und eigentlich auch das gesamte Leben betrifft, macht nur das, was ihr wollt und bringt niemanden dazu, etwas zu machen, worauf sie keine Lust haben. Das nächste ist auch ziemlich offensichtlich und zwar, wenn ihr kein Blut sehen könnt, dann solltet ihr vielleicht eher darauf verzichten, Sex zu haben, bei dem alles blutig wird. Das mit dem blutig werden kann man aber auch vermeiden, was ich euch dann im nächsten Video zeigen werde. Unabhängig davon habe ich mich allerdings schon immer mal gefragt, wie Leute, die kein Blut sehen können, mit ihrer eigenen Menstruation umgehen. Also wenn ihr kein Blut sehen könnt, dann schreibt mir einfach unten in den Kommentaren, wie ihr das macht oder ob das dann irgendwie anders ist oder keine Ahnung. Ich will es auf jeden Fall wissen. Der nächste Punkt ist gar nicht lustig, ist aber ziemlich wichtig, wenn ihr euch nicht auf Geschlechtskrankheiten habt testen lassen. Periodenblut ist nämlich wie auch alles andere Blut ein wunderbarer Nährboden für alle möglichen Krankheitserreger. Zum Beispiel für die Erreger von Geschlechtskrankheiten. Was ein Grund ist, warum man während der Periode eine höhere Ansteckungsgefahr mit Geschlechtskrankheiten hat. Ja, es kommt sogar noch was dazu. Und zwar ist während der Periode der Muttermund weiter geöffnet, weil das Periodenblut ja irgendwie aus der Gebärmutter raus muss. Und dadurch kann das Periodenblut zwar leichter nach unten, aber Keime können auch leichter hoch. Und das ist dann natürlich auch eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Also ganz wichtig, lasst euch testen und benutzt Kondome. Zusätzlich solltet ihr auch noch eine von den Periodenhacks benutzen, die ich im nächsten Video zeige, bei denen dann überhaupt gar kein Blut irgendwo hinkommt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich an dem ganzen Thema eigentlich am allermeisten aufregt. Und zwar, ja, man kann schwanger werden, während man seine Tage hat. Gerade wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat, und das haben einfach viele, die ihre Periode noch nicht so lange haben, kann man eigentlich überhaupt nicht abschätzen, wann man schwanger werden kann und wann nicht. Und selbst später ist das nicht ohne weiteres einfach so möglich. Wirklich, die Mens ist keine Verhütungsmethode. Dieser erste Mythos, dass man während der Tage nicht schwanger werden kann, hat aber inzwischen eigentlich auch wieder ausgeschlagen in die andere Richtung und einen zweiten Mythos hervorgerufen. Es fragen sich nämlich viele, ob man denn schwanger werden kann, wenn man gerade Pillenpause hat oder wie auch immer das beim Ring und beim Pflaster heißt. Und nein, das kann man nicht. Das wäre sonst auch eine ziemlich beschissene Verhütungsmethode, wenn sie nur 3/4 des Monats funktionieren würde. Wenn ihr hormonell verhütet und das immer alles so verwendet habt, wie es euch der Arzt gesagt hat, dann besteht überhaupt keine Gefahr, dass ihr schwanger werdet, bloß weil ihr eure Tage habt. Das ist dann eigentlich auch keine wirkliche Periode, sondern eine Abbruchblutung, aber das geht jetzt zu weit. Okay, das war jetzt genug von mir. Ich will wissen, was ihr denkt. Sagt mir unten in den Kommentaren Bescheid und abonniert meinen Kanal, damit ihr es gleich merkt, wenn mal Video zu Praxistipps für Periodensex ohne ruinierte Bettlaken und Matratzen rauskommt. Na dann, tschüss und bis zum nächsten Video.